Hey ihr Lieben, in diesem Video werdet ihr alles über Ampelkreuzungen und das Abbiegen an Ampelkreuzungen erfahren. Ich gehe hier auf das Geradeausfahren und Rechtsabbiegen ein, aber natürlich auch auf das äußerst wichtige Linksabbiegen. Ich zeige euch hier, wie Kreuzungen grundlegend funktionieren und welche Unterschiede es hier gibt. Und ich muss zugeben, dies so ausführlich, dass es so ziemlich jeder verstehen würde. Schokolade. Außerdem zeige ich euch hier, wie ihr nie wieder ein Problem damit haben werdet, richtig und ohne Stress in die Kreuzungsmitte zu fahren. Ganz egal an welcher Kreuzung ihr seid. Selbstverständlich gehe ich hier auch auf kleinere Sachen ein, wie zum Beispiel die Fußgänger, also Zwei-Farben-Ampel oder die kleine Abbiegeampel zum Rechtsabbiegen. Wüsstet ihr, warum an fast jeder Ampel auch ein Verkehrszeichen steht? Supi, weil dies werdet ihr in dem Video auch erfahren. Außerdem zeige ich euch hier, warum diese Pfeile beim Linksabbiegen gerade für Fahrschüler extrem wichtig sind. Das Grünpfeilschild ist im Übrigen auch am Start. Und na klar, gehe ich hier auch ausführlichst auf das mehrspurige Abbiegen ein. Und zum Ende verliere ich noch mal ein paar Sätze zum Vertrauensgrundsatz, weil dieser war in der Vergangenheit in Bezug auf Ampelkreuzungen und Fahrschüler oftmals doch sehr wichtig. Und schaut das Video am besten bis zum Ende, damit ihr wenigstens bei Kreuzungen schon mal nicht durchfallen könnt. So, beginnen wir erstmal mit der Grundfrage. Wozu brauchen wir überhaupt die Ampel bzw. die Ampelkreuzung? Und die Antwort hierauf ist recht simpel, denn so hat man eine Möglichkeit gefunden, die Vorfahrt relativ simpel zu regeln. Und das Schöne daran, es ist für jedermann weltweit super einfach zu verstehen. Aber schauen wir uns mal eben an, wie wird die Vorfahrt in Deutschland noch geregelt. Einmal die Lichtzeichenanlage bzw. Ampel, dann haben wir die Schilder bzw. Verkehrszeichen und zu guter Letzt die Rechts-vor-Links-Regel. Und sollte es mal vorkommen, dass ein Polizist den Verkehr regelt, gehen selbstverständlich die Zeichen des Polizeibeamten immer vor jeder Vorfahrt. Da dies aber nur äußerst selten der Fall ist, lassen wir den Polizisten jetzt bei der Erklärung mal außen vor. Also könnt ihr euch hier ganz simpel merken, Ampelanlagen oder Ampelkreuzungen stehen von der Wertigkeit her immer ganz oben. Danach kommen die Verkehrszeichen, also Schilder, und ganz zum Schluss dann rechts vor links. So, damit ihr euch das besser vorstellen könnt, hier kommt jetzt gleich eine Querstraße und wie man sehr schön erkennen kann, haben wir jetzt hier keinerlei Verkehrszeichen und noch weniger eine Ampelanlage. Also wäre in diesem Fall ganz klar rechts vor links. Hier haben wir jetzt eine andere Situation, wo eindeutig ein Vorfahrtgewährenschild vorhanden ist, also würdet ihr euch hier natürlich an dem Schild orientieren, was die Vorfahrt betrifft. Und dann haben wir natürlich die Situation mit einer Ampelanlage, wo dann letztendlich das grüne oder rote Licht unsere Vorfahrt regelt. Nur warum habt ihr so ziemlich an fast jeder Ampelanlage ein Verkehrszeichen und eine Ampel zusammen dastehen? Und die Antwort ist relativ simpel, da Ampelanlagen immer wichtiger als Verkehrszeichen sind, haben die Schilder in diesem Moment überhaupt keine Bedeutung und ich beachte nur die Ampel. Nur welchen Grund hat das denn dann, dass sie da auch noch Schilder hinstellen, Mensch? Na, selbstverständlich. Die Schilder stehen sozusagen nur als Notnagel da. Also wenn die Ampel mal ausfallen sollte oder für den Fall, dass die Ampel mal außer Betrieb genommen wird. Was im Übrigen irgendwie dasselbe ist. In beiden Fällen ist es daran zu erkennen, dass die Ampel dann gelb blinkt oder sie leuchtet gar nicht, also ist komplett schwarz. Sollte die Ampel mal ausfallen und ihr habt dort keine Verkehrszeichen, müsst ihr automatisch auf die nächste Vorfahrt zurückgehen. Also würde man hier nach rechts vor links fahren. So, vorweg schauen wir uns jetzt mal eben ganz kurz die unterschiedlichen Ampelarten an. Die wahrscheinlich wichtigste und auch umfangreichste Ampel ist die normale Verkehrsampel. Dann haben wir noch die reine Fußgängerampel und zu guter Letzt noch die Ampel für Radfahrer. Wobei Fußgänger, Radfahrer ist für Autofahrer alles dasselbe. Beginnen wir mal mit dem leichtesten, nämlich der reinen Fußgängerampel. Und hier gibt es prinzipiell gar nicht viel zu erklären. Die Fußgängerampel ist lediglich dafür da, Fußgänger und Radfahrer über die Fahrbahn zu lassen. Sie schaltet im Übrigen auch nur auf Rot, wenn dort Fußgänger oder Radfahrer stehen, die die Ampel betätigen. Aber passt hier ein bisschen auf, weil eine Fußgängerampel ist sehr häufig eine Zwei-Phasen- bzw. Zwei-Farben-Ampel. Und wie der Name schon sagt, habt ihr hier nur zwei Farben bzw. Phasen, Rot und Gelb. Zeigt die Ampel keine Farbe an, also leuchtet sie gar nicht, bedeutet das für euch, sie ist quasi grün. Also könnt ihr hier so weiterfahren. Hier genau dasselbe, sie springt nur um, wenn dort jemand steht und drückt. Allerdings müsst ihr hier ein bisschen aufpassen, da die Zwei-Phasen-Ampel ja nur eine reine Fußgängerampel ist, habt ihr direkt dahinter noch Vorfahrt gewähren und ihr müsst auf die von links kommenden Fahrzeuge achten. Hier kann man das aber schön sehen, wenn ihr hier drauf zufahrt und ihr eine grüne Ampel habt. Versucht am besten frühzeitig schon nach links zu schauen, weil ihr dann direkt erkennen könnt, ob sich dort irgendwelche Fahrzeuge nähern.
Ihr müsst aber unbedingt bei dieser Zwei-Phasen-Ampel aufpassen, dass man sie auf gar keinen Fall mit dieser Abbiegeampel hier verwechselt, weil dies wohl häufiger mal vorkommt. Hier kann man jetzt schön sehen, warum die Verwechslungsgefahr so mega hoch ist. Weil leuchtet die Ampel nicht, hat sie in beiden Fällen eine unterschiedliche Bedeutung. So, aber damit euch das nicht passiert, merkt euch hier ganz simpel einfach, die Zwei-Phasen-Ampel muss immer alleine stehen. Im Gegensatz zur Abbiegeampel, weil sie muss immer zusammen mit einer großen normalen Ampel stehen. Aber zur Abbiegeampel kommen wir sowieso gleich. Aber zuerst einmal gucken wir uns mal eben an, wie die Ampel eigentlich schaltet. Hier lässt sich jetzt schön erkennen, dass wenn die Ampel grün wird, schaltet sie in einer anderen Reihenfolge, als wenn sie rot wird. Der Grund hierfür: als Autofahrer sollte man blitzschnell erkennen können, ob die Ampel gerade hoch oder runter springt. Und was bedeutet eigentlich gelbes Licht an einer Ampel? Müsst ihr hier stehen bleiben? Oder kann man da vielleicht doch weiterfahren, wenn es wirklich noch gelb war? Ja, einige von euch werden sich jetzt vielleicht kaputt lachen, aber es gibt wirklich viele Schüler, die die korrekte Antwort hier nicht wissen. Man muss hier aber auch dazu sagen, dass höchstwahrscheinlich das tägliche Umfeld von euch auch nicht gerade das beste Beispiel dafür ist. So, merkt euch hier am besten, eine gelbe Ampel darf mit dem Auto nicht überfahren werden, sofern es dem Fahrer möglich ist, gefahrenlos anzuhalten. Heißt also auf gut Deutsch, man muss bei Gelb immer anhalten, außer ihr müsst hierfür eine Gefahrbremsung machen. Welche Probleme haben die Schüler hier in der Regel? Sie wissen nicht, was das gelbe Licht an der Ampel bedeutet, sie haben Probleme mit dem Einschätzen, also muss ich stehen bleiben oder kann ich weiterfahren, oder dass sie zu wenig oder gar keinen Blickkontakt zur Ampel haben, was mit Abstand wirklich das Schlimmste ist. Und da man da super schnell durchfallen kann und das regelmäßig auch leider Schüler tun, habe ich mich hier gezwungen gesehen, dazu ein extra Video zu machen. Hier bekommt ihr ein paar gute Tipps an die Hand, dass ihr nicht durchfallen könnt. So, aber kommen wir jetzt mal zu dem Wesentlichen, nämlich den Ampelkreuzungen. Aber zunächst einmal sollte man wissen, wie so eine Ampelkreuzung von Grund auf funktioniert. Hier kommen wir jetzt an eine Ampelkreuzung. Haben wir dann ein grünes Lichtzeichen, hat der Querverkehr im Gegenzug immer ein rotes Lichtzeichen. Der gegenüberliegende Verkehr hat ebenfalls ein grünes Lichtzeichen, weil er sich auf derselben Fahrbahn befindet wie wir. So dreht man das Ganze dann um und wir haben dann das rote Lichtzeichen, hat selbstverständlich in diesem Moment der Querverkehr das grüne Lichtzeichen. Der gegenüberliegende Verkehr hat wie immer dasselbe Lichtzeichen, also rot. Schauen wir uns mal eben an, was mit Fußgängern und Radfahrern passiert. Wenn wir eine Kreuzung mit einem grünen Lichtzeichen haben, haben die Fußgänger und Radfahrer, die in dieselbe Richtung fahren, in der Regel immer mit grün. Und da der gegenüberliegende Verkehr auch ein grünes Lichtzeichen hat, haben Fußgänger und Radfahrer, die in dieselbe Richtung fahren, genauso grün. Und genau dasselbe passiert ja andersrum mit dem Querverkehr. Ich habe es hier nur einzeln dargestellt, damit es übersichtlicher ist. Hier kann man das aber nochmal schön erkennen, wie dann das Gesamtbild aussieht. Also hat bei einer grünen Ampel der Querverkehr natürlich immer rot. Dies gilt dann aber nicht nur für den Verkehr, sondern für alle, also auch für Radfahrer und Fußgänger. Hier ist dann wichtig zu erwähnen, dies bezieht sich dann quasi deutschlandweit im Prinzip auf alle Kreuzungen. Also kurz gesagt, jede Kreuzung in Deutschland ist diesbezüglich gleich. Also könnt ihr immer sicher sein, dass der Querverkehr an einer grünen Ampel immer warten muss. Bitte vergesst hier nicht, dies bezieht sich immer auf alle, also auch auf Fußgänger und Radfahrer. Solltet ihr es bis hierhin geschafft haben, dann habt ihr auf jeden Fall schon super viele Infos bekommen. Nur die wichtigsten Sachen kommen jetzt erst im zweiten Teil. Wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid und an eine Kreuzung kommt, unterscheidet man hier zwischen geradeausfahren, links und rechts abbiegen. So, und wenn wir uns das geradeausfahren erstmal eben anschauen, dann muss man sagen, gibt es nicht wirklich viel zu erklären. Da wir ja gerade gelernt haben, dass der Querverkehr rot hat, können wir hier so durchfahren und es muss auf niemanden geachtet werden. Denkt daran, dass selbst die Radfahrer und Fußgänger ein Rotlicht haben. I know my rights. Okay. You're under arrest. Also können wir das geradeausfahren direkt abhaken, weil mega easy. Als nächstes kommen wir dann zum Rechtsabbiegen an einer Ampelkreuzung. Wenn wir dann rechts abbiegen wollen und eine grüne Ampel haben, hat der Querverkehr zunächst wie immer rot, aber der gegenüberliegende Verkehr hat mit uns zusammen grün. Sowohl die geradeausfahrer als auch die Rechts- und Linksabbieger. Aber hier kann man jetzt relativ schön erkennen, die einzigen Fahrzeuge, die unsere Spur kreuzen, sind die entgegenkommenden Linksabbieger. Da ihr als Rechtsabbieger aber immer Vorrang vor den Linksabbiegern habt, muss der Gegenverkehr euch durchlassen. Hier könnt ihr jetzt schön erkennen, das ist der entgegenkommende Linksabbieger. Nur wir als Rechtsabbieger können hier immer zuerst abbiegen, weil der Gegenverkehr immer wartepflichtig ist. Also habt ihr hier keine anderen Fahrzeuge zu beachten.
So, aber wie wir ja am Anfang schon gelernt haben, haben die Fußgänger und Radfahrer, die in dieselbe Richtung fahren, immer mit uns zusammen grün. Häufig habt ihr hier auch so einen orangen Schutzblinker, der einfach nur vor der grünen Ampel warnen soll. Beziehungsweise vor den Fußgängern und Radfahrern, die hier rüber wollen. So, habt ihr dann alle Fußgänger und Radfahrer rübergelassen, könnt ihr anschließend ganz in Ruhe abbiegen. Denkt daran, dass ihr beim Abbiegen immer einen Schulterblick machen müsst. Ganz unabhängig davon, ob da jemand war oder nicht. So, jetzt kommen wir, wie gerade schon versprochen, zu der kleinen Abbiegeampel. Hier haben wir jetzt einmal diese normale große Ampel zusammen mit dieser kleinen Abbiegeampel. Und denkt bitte daran, die Abbiegeampel kann nur zusammen mit dieser normalen großen Ampel stehen. Sie kann also wirklich niemals alleine stehen. Sollte sie dennoch mal alleine stehen, handelt es sich hundertprozentig um eine Zwei-Phasen-Ampel, wie am Anfang schon gezeigt. Wichtig ist hier, als Rechtsabbieger gehören euch beide Ampeln, sowohl die kleine Abbiegeampel als auch die normale große Ampel. Wenn die kleine Ampel dann nicht leuchtet und nichts anzeigt, ist sie quasi rot. Also müsst ihr hier in diesem Fall auf einen grünen Pfeil warten, um fahren zu dürfen. So, und wie man hier schön erkennen kann, hat der Schüler hier einen grünen Pfeil und kann dann hier dementsprechend auch abbiegen. Und hier in diesem Beispiel kann man ganz schön erkennen, dass obwohl die kleine Abbiegeampel also rot zeigt, ihr als Rechtsabbieger trotzdem fahren dürft, da die große Ampel auch euch gehört. Ihr könnt hier aber erkennen, dass der Schüler aber nur sehr vorsichtig abbiegt, weil er damit rechnen muss, dass dort noch irgendwo Radfahrer oder Fußgänger rüberfahren bzw. laufen. Hier haben wir jetzt nochmal dieselbe Ampelkombi wie gerade. Nur hier ist noch wichtig zu erwähnen, dass wenn die große Ampel grün ist, haben Fußgänger und Radfahrer in dieselbe Richtung mit grün. Habt ihr diesen grünen Pfeil zum Abbiegen, haben dieselben Radfahrer und Fußgänger rot. Also könnt ihr quasi an eurer Ampel erkennen, ob die Fußgänger und Radfahrer mit euch zusammen grün haben. Man muss ja aber auch sagen, da ihr als Autofahrer beim Abbiegen auch immer eine perfekte Sicht auf die Fußgängerampel habt, könnt ihr auch eigentlich immer direkt sehen, was abgeht. Ganz unabhängig davon, ob ich das theoretisch schon vorher an meiner Ampel sehen kann. So, und somit sind wir dann auch mit dem Rechtsabbiegen durch und haben das abgehakt. Nur jetzt wird es erst wirklich interessant, weil das komplizierteste ist das Linksabbiegen. Aber schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Zunächst einmal, wenn wir eine grüne Ampel haben, hat der Querverkehr wie immer rot und wir müssen anschließend nach links abbiegen. Da der entgegenkommende Verkehr mit uns zusammen grün hat, haben wir wieder die geradeausfahrer und Rechtsabbieger und die entgegenkommenden Linksabbieger, mit denen wir zum Glück weniger zu tun haben. Schauen wir uns das Ganze mal in einer echten Kreuzung an. Hier haben wir eine grüne Ampel und fahren jetzt in die Kreuzungsmitte. Hier gegenüber haben wir den entgegenkommenden Linksabbieger, mit dem wir nichts zu tun haben, weil wir voreinander abbiegen. Nur wir müssen dann alle entgegenkommenden geradeausfahrer und Rechtsabbieger durchlassen. Und hier gilt genau dasselbe wie am Anfang schon erwähnt, da die Fußgänger und Radfahrer in dieselbe Richtung mit uns zusammen grün haben, gilt diese Regel selbstverständlich auch beim Linksabbiegen. Also müssen wir hier auch bei dieser Kreuzung erst alle Fußgänger und Radfahrer rüberlassen, bevor wir dann selbst als allerletztes erst abbiegen dürfen. Was ihr hier beim Linksabbiegen auch noch wissen solltet, wie man hier schön sehen kann, gibt es beim Linksabbiegen verschiedene Ampelarten. Zum einen gibt es einmal die Variante ohne Pfeil und es gibt die Ampel mit Pfeil. Solltet ihr das Glück haben und eine Ampel erwischen mit Pfeil, so wie hier in diesem Beispiel, könnt ihr zu 100% sicher sein, dass sie hier komplett alleine abbiegt. Heißt also, die entgegenkommenden geradeausfahrer und Rechtsabbieger, die man normal durchlassen müsste, haben in diesem Fall rot. Genau dasselbe gilt für die Fußgänger und Radfahrer, die normal auch grün hätten, die haben in diesem Fall auch rot. Also könnt ihr hier entspannt abbiegen und habt auf niemanden zu achten. Habt ihr als Linksabbieger eine normale Ampel, also ohne Pfeil, müsst ihr auch immer damit rechnen, dass der Gegenverkehr mit euch grün hat. Selbstverständlich gilt das auch für die Fußgänger und Radfahrer. Also lässt sich hier kurz zusammenfassen. Habt ihr eine Ampel ohne Pfeil, hat der Gegenverkehr, Fußgänger und Radfahrer immer mit euch zusammen grün. Solltet ihr eine Ampel mit Pfeil haben, biegt ihr wirklich immer komplett alleine ab. Ihr müsst hier weder auf Gegenverkehr noch auf Fußgänger oder Radfahrer achten. So, und dann gibt es noch eine klitzekleine Ausnahme. Wenn ihr beim Linksabbiegen eine normale Ampel ohne Pfeil habt, dann könnte das sein, dass ihr hier in der Kreuzung so einen kleinen grünen Räumungspfeil habt. Ist dies der Fall, zeigt euch das, dass der Gegenverkehr in dem Moment rot hat. Solltet ihr so einen kleinen Räumungspfeil haben, bedeutet das gleichzeitig auch, dass die Fußgänger und Radfahrer rot haben. So, dann müsst ihr verstehen, dass es in Deutschland doch sehr, sehr viele unterschiedliche Kreuzungen gibt. Deutschlandweit unterscheiden sich die meisten Kreuzungen selbstverständlich von der Größe her. Heißt also im Endeffekt, wie viele Fahrstreifen dort existieren. Hier haben wir jetzt eine relativ kleine Kreuzung und wie man schön sehen kann, mit jeweils nur einem Fahrstreifen. Dann gibt es natürlich größere Kreuzungen mit jeweils 2 Fahrstreifen für eine Richtung.
Dann gibt es natürlich noch größere Kreuzungen, wo ihr dann 3 Fahrstreifen für jede Richtung habt. Also kann man hier grundsätzlich sagen, je mehr Platz in einer Kreuzung vorhanden ist, desto mehr Fahrstreifen habt ihr in der Regel. Nur hier ist dann extrem wichtig, die Vorfahrt bleibt bei einer Kreuzung immer dieselbe. Ganz egal, ob kleine oder große Kreuzung. Aber schaut euch das hier mal eben kurz an. Hier haben wir jetzt die kleine Kreuzung mit einem Fahrstreifen für jede Richtung. Und hier könnt ihr jetzt schön erkennen, dass man aus dem einen Fahrstreifen quasi in jede Richtung fahren kann. Achtet hier auf die Linksabbieger, denn sie biegen bei jeder Kreuzung immer voreinander ab. Dann dasselbe mit der Kreuzung, wo wir 2 Fahrstreifen für jede Richtung haben. Und vielleicht ist euch das schon aufgefallen, in dieser großen Kreuzung ist wesentlich mehr Platz vorhanden als in der kleinen Kreuzung, die wir davor hatten. Und hier dann wieder genauso, die Linksabbieger müssen voreinander abbiegen. So, und zum Schluss haben wir dann noch die große Kreuzung mit den 3 Fahrstreifen für jede Richtung. Und auch hier genau dasselbe, die entgegenkommenden Linksabbieger müssen voreinander abbiegen. Nur lasst euch bloß nicht davon abschrecken, nur weil die Kreuzung ein bisschen größer ist. Weil wie gerade schon erwähnt, habt ihr dort wesentlich mehr Platz als in so einer kleinen Kreuzung. Mehr Platz heißt dann in der Regel auch mehr Fahrstreifen. Und mehr Fahrstreifen heißt dann, dass das Ganze wesentlich übersichtlicher ist. Weil ihr seht hier, bei diesen kleinen Kreuzungen kommen alle Fahrzeuge aus demselben Fahrstreifen. Und dies kann dann manchmal echt tricky werden. Aber schaut euch das mal eben an, hier haben wir so eine Kreuzung. Und im Normalfall könnten wir hier auch geradeaus fahren, aber da ist gerade Baustelle. So, wir müssen hier auf jeden Fall links abbiegen. Und wenn ihr dann in die Kreuzungsmitte müsst, versucht euch immer ein bisschen mittig zu halten, damit da noch genug Platz für den entgegenkommenden Linksabbieger ist. Denn auch hier kann man gleichzeitig mit den entgegenkommenden Linksabbiegern abbiegen. Nur ihr müsst hier voll aufpassen mit diesen hinteren Autos, weil ihr überhaupt nicht sehen könnt, wo die hinwollen. Was könnte ja sein, dass die geradeaus fahren oder rechts abbiegen. So, dann lassen wir das Video mal weiterlaufen. Und hier kann man jetzt gleich relativ schön erkennen, der Weiße hier biegt jetzt auch vor uns links ab. So, und ich dürfte dann ja theoretisch wirklich mit ihm zusammen abbiegen. Nur wenn ihr das Risiko dann eingeht, ohne wirklich zu wissen, wo der dahinter lang möchte, lauft ihr aber auch auf jeden Fall Gefahr, dass ihr da jemandem die Vorfahrt nehmt. Und was das dann für eure Prüfung bedeutet, muss ich euch wahrscheinlich nicht sagen. Also wenn ihr nicht sehen könnt oder nicht sicher seid, wo die Autos hinwollen, dann wartet in Ruhe ab, weil ihr habt sowieso alle Zeit der Welt. Hä? Was macht er denn da? So, und hier kann man jetzt wunderschön erkennen, wie ich finde, dass ganz egal wie groß oder wie klein die Kreuzung auch sein mag, die Vorfahrtsregelung und das Grundprinzip einer Kreuzung immer dasselbe bleibt. Vor allem auf die Linksabbieger bezogen kann man hier schön erkennen, dass sie wirklich immer voreinander abbiegen müssen. Und dann gibt es auch öfters in der Großstadt so Kreuzungen, wo man so eine komische bauliche Trennung dazwischen hat. Ist kein Problem, weil die Kreuzung ist einfach nur ein bisschen breiter als sonst. Aber wie ihr schön sehen könnt, bleibt unser Vorfahrtschema von gerade wie immer dasselbe. Auch die entgegenkommenden Linksabbieger müssen hier selbstverständlich voreinander abbiegen. Aber ich kann euch ja auch mal kurz eine Ausnahme zeigen, wo dies nicht der Fall wäre. Solltet ihr mal eine Kreuzung haben, wo ihr in der Mitte der Kreuzung so ein bauliches Hindernis habt oder irgendwelche Fahrbahnmarkierungen, wo ihr nicht rüber dürft, dann wäre es ein bisschen seltsam, wenn ihr als Autofahrer quasi hier lang fahren würdet. Also wäre es in diesem Ausnahmefall dann so geregelt, dass die entgegenkommenden Linksabbieger ausnahmsweise hintereinander abbiegen. So, fassen wir mal eben ganz kurz zusammen. Kommen wir zu einer Ampelkreuzung und sind geradeausfahrer, haben wir immer Vorfahrt und können so durchfahren. Wollen wir dann an einer Kreuzung rechts abbiegen, haben wir dann lediglich nur die Fußgänger und Radfahrer, die in dieselbe Richtung grün haben. Denkt daran, habt ihr die Abbiegeampel und einen grünen Pfeil, haben die Fußgänger und Radfahrer in der Zeit rot. Wollen wir dann an einer Ampel links abbiegen und wir haben dann eine sogenannte Pfeilampel, könnt ihr immer komplett alleine abbiegen, weil alle anderen rot haben. Und wichtig ist hier zu sagen, da könnt ihr euch wirklich 100% drauf verlassen. Wollen wir dann nach links abbiegen und haben eine Ampel ohne Pfeil, müsst ihr zunächst einmal in die Kreuzungsmitte fahren und wartet dort so lange, bis der komplette Gegenverkehr vorbeigefahren ist. Anschließend checkt ihr, ob sich da irgendwo Fußgänger oder Fahrräder nähern und dann biegt ihr wirklich ganz zum Schluss ab, wenn alle weg sind. Ihr könnt euch hier vor allem gut merken, als Linksabbieger biegt man wirklich als allerletztes ab. So, ihr habt es fast geschafft. Viele Dinge gibt es nicht mehr, die es zu erklären gibt. Allerdings haben wir hier noch ein Thema, das ja für die meisten Schüler mega wichtig ist. Denn super viele Schüler haben hier so ihre Probleme. Wobei ich hier erwähnen muss, dass hier nicht nur Fahrschüler so ihre Probleme haben, weil selbst Autofahrer, die einen Führerschein gemacht haben, kommen da in der Regel absolut nicht drauf klar. Die Rede ist natürlich vom richtigen Reinfahren in die Kreuzungsmitte. Und hierzu muss man dann sagen, wenn ihr eine Kreuzung habt, wo ihr keine Hilfslinien habt, woran ihr euch orientieren könnt, ist das Ganze auch gar nicht mal so einfach.
Habt ihr wie hier so eine Kreuzung mit Hilfslinien, macht euch das Leben auf jeden Fall schon ein bisschen einfacher. Hier haben wir den entgegenkommenden Linksabbieger, mit dem wir nichts zu tun haben. Und hier ist die Linie, die für euch tragend ist. Fahrt ihr in die Kreuzungsmitte, versucht ihr immer an diese Linie ranzufahren. Aber fahrt ihr nicht zu weit, weil sonst steht ihr im Gegenverkehr. Denkt daran, dass der entgegenkommende Linksabbieger vor euch abbiegen muss, also brauche er auch noch ein bisschen Platz. Aber wenn ihr euch dann beim Reinfahren schön an dieser linken Linie haltet, kann man hier gut sehen, dass der entgegenkommende Linksabbieger da massig Platz hat. Ein bisschen anspruchsvoller wird es natürlich, wenn die Hilfslinien in der Kreuzungsmitte nicht vorhanden sind. Hier haben wir jetzt wieder den entgegenkommenden Linksabbieger, mit dem ihr nichts zu tun habt. Und das ist der Geradeausfahrer, den ihr durchlassen müsst. So, und hier ist jetzt super wichtig, ihr müsst euch immer genau die Linie zwischen der Geradeausspur und den entgegenkommenden Linksabbieger nehmen. Diese Linie müsst ihr euch dann gedanklich einfach weiterdenken. Dann könnt ihr aber genau sehen, wie weit ihr nach links reinziehen dürft, wenn ihr in die Mitte fahrt. Wenn ihr euch dann auch noch die Mitte der Fahrbahn schnappt, habt ihr auch genau den Punkt, wie weit man in die Kreuzung rein kann. So, jetzt fahren wir in die Kreuzungsmitte und halten uns quasi ein bisschen links an dieser gedachten Linie. So, und hier müssen wir dann erstmal anhalten, weil hier zwei Fußgänger unterwegs sind und die natürlich grün haben. Oh, und seht mal, von hier kann man jetzt auch die Linie viel schöner erkennen. Und vor allem kann man von hier auch die Kreuzungsmitte viel besser erkennen. Nur wenn ihr dann da Fußgänger habt, die grün haben, macht nicht den Fehler und fahrt hier in den Gegenverkehr. Also wartet hier mal so auf die Fußgänger, dass ihr auf gar keinen Fall im Gegenverkehr steht und dass die Geradeausfahrer da noch durchkommen würden. Weil dies wird relativ häufig und auch ganz gerne mal falsch gemacht. Und da das halt direkt Vorfahrt genommen ist, macht man den Fehler nicht ganz so oft in der Prüfung. So, hier zum Schluss haben wir dann natürlich noch das mehrspurige bzw. zweispurige Abbiegen. So, hier haben wir jetzt insgesamt 3 Fahrstreifen und wie man hier schön erkennen kann, kann man aus Fahrstreifen 1 und 2 nach links abbiegen. Und hier muss man jetzt sagen, da wir innerorts sind, haben wir freie Fahrstreifenwahl. Macht das aber immer am besten davon abhängig, wo ihr danach hin wollt. Weil so habt ihr dann selber Einfluss darauf, euch das Leben wenigstens ein bisschen leichter zu machen. So, schauen wir uns das Ganze mal von oben an. Hier seht ihr jetzt die beiden Fahrstreifen, die nach links gehen. Und hier muss man jetzt beachten, diese Leitlinien, die ihr in der Kurve habt, wenn sie vorhanden sein sollten, helfen sie euch total dabei, dass ihr nicht aus eurem Fahrstreifen rausfahrt. Aber umso schwerer ist es, wenn sie dann nicht vorhanden sind. Für diesen Fall müsst ihr extrem aufpassen, dass ihr in eurem Fahrstreifen bleibt. Und hier kann man jetzt schön sehen, dass wir diese Leitlinien in der Kurve nicht haben. So, und hier kann man dann relativ gut erkennen, hier wäre dann der linke Fahrstreifen und das ist dann selbstverständlich der rechte Fahrstreifen. Und ihr erinnert euch wahrscheinlich, wir sind in dem linken Fahrstreifen gestartet. So, und wir sehen jetzt hier, wenn es weitergeht, der Schüler hat sich in diesem Fall für den rechten Fahrstreifen entschieden. Was in der Prüfungsfahrt dann äußerst schlecht wäre, weil man würde hier sofort durchfallen. Also müsst ihr hier unbedingt darauf achten, startet ihr im linken Fahrstreifen, müsst ihr auch unbedingt im linken Fahrstreifen ankommen. Entscheidet ihr euch dafür, im rechten Fahrstreifen zu starten, müsst ihr hier dann auch wieder im rechten Fahrstreifen ankommen. Ist also im Prinzip relativ easy, ihr müsst einfach in dem Fahrstreifen ankommen, auf dem ihr startet. Heißt also kein Spurwechsel in der Kurve. Wenn ihr nach dem Abbiegen die Spur wechseln wollt, gar kein Problem. So, und dann ist nur noch die Frage, wie sieht es ja eigentlich mit dem Gegenverkehr aus? Weil, wie wir ja am Anfang des Videos gelernt haben, bedeutet hier eine Ampel ohne Pfeil auch immer Gegenverkehr. So, nur dies ist beim mehrspurigen Abbiegen in der Regel nicht der Fall. Also müssten die eigentlich die Ampel austauschen und dann eine Ampel mit Pfeil hinstellen. Oder ihr müsst das quasi einfach als Ausnahme ansehen, dass ihr beim mehrspurigen Abbiegen einfach alleine abbiegen könnt. Nur bitte versteht mich hier nicht falsch, weil wenn in Deutschland eine Kreuzung existiert, wo bei mehrspurigen Abbiegen nach links der Gegenverkehr mit euch zusammen grün hat, dann könnt ihr da auch zu 100% sicher sein, dass ihr da als Linksabbieger immer wartepflichtig seid. Nur mein Zweifel besteht dann eher darin, dass überhaupt deutschlandweit so eine Kreuzung existiert. Und für den Fall, dass es sie doch irgendwo geben sollte, sind es, glaube ich, ganz krasse Ausnahmefälle. Naja, falls ihr so eine Kreuzung kennt oder vielleicht gesehen haben solltet, dann sagt mir mal bitte Bescheid und belehrt mich eines Besseren. Und was mich gerade so ein bisschen zum Schmunzeln gebracht hat, weil ich dachte mir gerade so, fragt doch mal die KI, was die dazu sagt. Und zieht euch mal bitte rein, was die KI so darüber denkt. Als erstes habe ich die KI gefragt, ob es denn wohl vorkommen kann, dass ich in Verbindung mit dem mehrspurigen Abbiegen als Linksabbieger Gegenverkehr haben kann, der gleichzeitig mit mir grün hat, so dass ich wartepflichtig bin. Und ihr könnt ja selber sehen, die KI hat dann geantwortet, ja, auch bei mehrspurigen Abbiegen, zum Beispiel 2 Spur links abbiegen, kann es vorkommen, dass der Gegenverkehr gleichzeitig grün hat. Und dann kommt hier so ein bisschen allgemeine Erklärung, das ist eher unwichtiger. Und dann ganz zum Schluss sagt sie hier nochmal, die Anzahl der Abbiegespuren sagt nichts darüber aus, ob der Gegenverkehr gleichzeitig grün hat oder nicht. Auch
auch bei mehrspurigen Linksabbiegen ist es völlig normal, dass du auf den Gegenverkehr warten musst. Und das ist auch das, was ich gerade schon meinte. Wenn es in Deutschland eine Kreuzung gibt, wo der Gegenverkehr mit grün hat, sind wir als Linksabbieger auch zu 1000%ig wartepflichtig. Da gibt es gar nichts dran zu rütteln und das stelle ich auch überhaupt nicht in Frage. So, und ich habe dann ganz stumpf der KI einfach geantwortet. Kannst du mir denn ein Beispiel nennen, wo das genauso der Fall ist? Ich glaube nämlich nicht, dass es so etwas gibt. Und da war ich dann doch ein bisschen überrascht auf die Antwort, weil die KI meinte dann so, oh, da hast du tatsächlich einen sehr guten Punkt. Ich bin mir jetzt unsicher und kann spontan kein konkretes Beispiel nennen. Und dann meinte sie so, lass mich mal recherchieren, denn du könntest tatsächlich recht haben, dass bei mehrspurigen Linksabbiegen in Deutschland möglicherweise immer einen grünen Pfeil, also ohne Gegenverkehr, geregelt wird. Das würde auch Sinn machen aus Sicherheitsgründen. Bei mehrspurigen Abbiegen wäre es deutlich komplizierter und gefährlicher, wenn man in der Kreuzung auf den Gegenverkehr warten müsste. Und dann war krass, weil dann nach der Antwort hat die KI dann nochmal irgendwie so 20, 30 Sekunden nach irgendwas gesucht. Und als sie dann fertig war, meinte sie so, du hast absolut recht. Ich konnte in den Suchergebnissen kein einziges konkretes Beispiel für mehrspuriges Linksabbiegen mit gleichzeitigem Grün für den Gegenverkehr finden. In einem der Forenbeiträge steht sogar die Frage bla 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 bla, das ist nicht ganz so wichtig. Dann sagt sie aber weiter, das macht auch absolut Sinn. Bei mehrspurigen Linksabbiegen würde es zu einem enormen Chaos kommen, wenn alle in der Kreuzung auf den Gegenverkehr warten müssten. Die Sicherheit wäre stark beeinträchtigt und der Verkehrsfluss würde zusammenbrechen. Also lautete der Schlusssatz von der KI, in Deutschland scheint es keine oder nur extrem seltene Fälle zu geben, wo mehrspuriges Linksabbiegen in Klammern 2 Spuren mit gleichzeitigem Grünlicht für den Gegenverkehr geregelt ist. Mehrspuriges Linksabbiegen wird praktisch immer mit einem grünen Pfeil in Klammern geschützte Phase umgesetzt. Du hattest also von Anfang an recht mit deinem Zweifel. Irgendwie fand ich das sehr amüsant. Aber ich hoffe jetzt zumindest, dass ihr ein bisschen schlauer seid, was das mehrspurige Abbiegen und den Gegenverkehr betrifft. So, jetzt haben wir noch ein letztes Thema, nämlich die Ampelkreuzung mit Grünpfeilschild. So, erstmal muss man sagen, wenn ihr hier so ein Grünpfeilschild habt mit einer grünen Ampel zusammen, dann hat das Schild in diesem Fall gar keine Bedeutung und ihr müsst nach Ampel fahren. Habt ihr dann das Grünpfeilschild mit einer roten Ampel zusammen, ist das Schild in diesem Moment für euch auch wichtig. So, wenn ihr dann hier so ein Grünpfeilschild habt, zählt das natürlich nur für die Rechtsabbieger, weil der Pfeil natürlich auch nach rechts geht. Und dann könnt ihr euch eigentlich ganz stumpf merken, das Grünpfeilschild ist quasi genauso wie ein Stoppschild. Deswegen müsst ihr zunächst auch erstmal an der Haltlinie anhalten. Und wichtig, hier besteht eine sehr hohe Durchfallgefahr, macht ihr dies nicht. Und dann haargenauso wie beim Stoppschild hat der Querverkehr hier Vorfahrt. Und denkt ein bisschen daran, dass Querverkehr auch immer Fußgänger und Radfahrer mit einbezieht. Habt ihr dann jeden durchgelassen, der Vorfahrt hat, dürft ihr hier im Anschluss nach rechts abbiegen, obwohl die Ampel rot zeigt. Denkt daran, dies gilt nur für Rechtsabbieger und ihr müsst wie bei dem Stoppschild auch immer anhalten. So, und bevor wir jetzt zum Ende des Videos kommen, muss ich nochmal ganz kurz auf eine Kleinigkeit eingehen, weil Fahrschüler hier oft nicht verstehen, was genau abgeht. Und ich habe diesbezüglich des Öfteren schon Kommentare erhalten. Doch zuerst einmal tut mir doch bitte den Gefallen und vergesst nicht, eine kurze Bewertung für das Video dazulassen. Ist für euch nur eine Sekunde Arbeit, hilft mir aber total. Für euch ist es völlig kostenlos und in den meisten Videos steckt wirklich viel Arbeit drin. Also würde ich mich wirklich freuen, wenn du dir die paar Sekunden Zeit nehmen könntest. So, aber kommen wir jetzt mal zum letzten Punkt des Videos, nämlich quasi dem Vertrauensgrundsatz. Und hierbei geht es dann eigentlich nur darum, kann ich einer Ampel bzw. einer Vorfahrtsregelung wirklich vertrauen? So, und vielleicht kennen das von euch einige, wenn ihr schon mal irgendwo im Ausland Urlaub gemacht habt. Es kommt zwar auch ein bisschen drauf an, welches Land ihr ausgewählt habt, aber sagen wir es mal so, es gibt da schon Länder, wo ich nicht unbedingt darauf vertrauen würde, dass jeder an einer roten Ampel auch wirklich anhält. So, und Deutschland ist nun mal ein Land, wo das relativ gut funktioniert. Zum Glück. Also könnt ihr euch darauf verlassen, dass die Leute sich an die Vorfahrtsregeln halten. Soll also heißen, dass wenn ich eine grüne Ampel habe, kann ich mich eigentlich darauf verlassen, dass von links und rechts keiner kommen kann. Was aber absolut nicht heißen soll, dass es keine Ausnahmen gibt. Selbstverständlich müsst ihr hier immer auf dem Schirm haben, dass Fahrzeuge mit Blaulicht kommen könnten. Allerdings muss man hier auch dazu sagen, dass man diese dann visuell und akustisch wahrnehmen würde. Und dies in der Regel und zum Glück relativ früh. Und es kann natürlich auch immer mal vorkommen, dass irgendjemand so über Rot fährt. Und ich würde mal so sagen, dies müsst ihr als Autofahrer auch immer im Hinterkopf haben. Nur wirklich jederzeit damit rechnen, dass mir jemand bei Grün direkt vors Auto fährt, muss ich nicht wirklich. Und deswegen wäre der Prüfer auch nicht so erfreut darüber, wenn die Schüler an der grünen Ampel anhalten und erstmal den Querverkehr checken. Und vor allem muss man hier verstehen, guckt euch das mal an. Wenn ich hier an einer Ampelkreuzung stehe und ich kriege dann grün, dann sind die Kreuzungen hier in der Regel so weitläufig groß und übersichtlich, dass ich quasi sowieso mitbekommen würde, wenn hier irgendjemand reinfährt, der hier nicht hingehört. Und dann würde ich mal behaupten, dass ich in den meisten Fällen immer noch genug Zeit hätte abzubremsen. Weil auch wenn da jemand über Rot fahren sollte, versuche ich natürlich als Autofahrer den Unfall zu vermeiden. Für den Fall, dass der Unfall sich dann leider nicht vermeiden lässt, beurteilen Gerichte einen Rotlichtverstoß in der Regel so, dass der Unfallverursacher bzw. der über Rot fährt, die volle Haftung für den Schaden übernehmen muss. In besonders schweren Fällen kann es sogar dazu kommen, dass die Versicherung die Zahlung verweigert. Ganz egal ob Auto, Radfahrer oder Fußgänger. Ich glaube, viele Leute denken hier, nur weil man mit dem Auto unterwegs ist, zieht man bei einem Unfall immer den kürzeren. Aber man muss sagen,
es kommt natürlich auch immer auf die Situation an. Und selbstverständlich, ob man irgendwas falsch gemacht hat. Ich kann euch hier noch ein Gerichtsurteil zeigen, das fand ich mega krass. Hat zwar nichts mit einer Ampel zu tun, aber das war dieses Mal an einem Zebrastreifen, also Fußgängerüberweg. Auf jeden Fall besagt dieses Gerichtsurteil, dass wenn ich einen Fußgänger an einem Zebrastreifen als Autofahrer übersehe und anfahre, hätte der Autofahrer vor Gericht schlechte Karten, denn er hat zu 100% Schuld. Würde man als Autofahrer aber einen Radfahrer, der rüberfährt, übersehen und anfahren, sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Selbst wenn dies ein 11-jähriges Kind wäre. Denn das OLG Frankfurt entschied 2015, dass in diesem Fall das Kind eine 2/3 Schuld selber trifft. Wobei man hier auch noch dazu sagen muss, dass Kinder selbstverständlich nicht im Vertrauensgrundsatz eingeschlossen sind. In diesem Urteil steht übrigens auch noch, wenn ein erwachsener Radfahrer über den Zebrastreifen bzw. Fußgängerüberweg fährt, führt das sogar zu einer Reduzierung der Haftung des Autofahrers auf 0. Wenigstens steht dabei, dies gilt natürlich auch immer nur dann, wenn der Autofahrer den Radfahrer auf den Zebrastreifen nicht absichtlich angefahren hat. Naja, aber da kann man mal dran sehen, was für krasse Urteile es gibt, finde ich. Aber so viel zum Thema, als Autofahrer hat man immer die Karte bei einem Unfall. Achso, und um nochmal kurz auf den Vertrauensgrundsatz zurückzukommen, denn dieser besagt, dass ihr euch im Straßenverkehr grundsätzlich darauf verlassen könnt, dass andere Leute sich an die Verkehrsregeln halten. Dies gilt dann ganz wichtig, auch insbesondere für euch selber. Dieser Grundsatz ist sehr wichtig und ein Prinzip der Rechtsprechung in Deutschland. Also greifen Richter vor Gericht auch immer auf diesen Grundsatz zurück. Der Vertrauensgrundsatz basiert auf dem Paragraph 1 der StVO, dass jeder Verkehrsteilnehmer sich so zu verhalten hat, dass keiner geschädigt oder gefährdet wird und dass man ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme walten lassen muss. Wichtig zu sagen, dieser Vertrauensgrundsatz gilt allerdings nicht für jeden und für alle. Ausgeschlossen sind hier, wie gerade schon erwähnt, Kinder, Sehbehinderte oder Menschen mit Beeinträchtigungen. Alte Menschen können hier auch darunter fallen. Oder Personen, die aufgrund ihres Verhaltens erkennbar unfähig sind, Entscheidungen zu treffen. Wie bei Alkoholkonsum oder Drogenmissbrauch. So, ihr Lieben, ich glaube, ich habe jetzt genug gelabert. Ich hoffe doch, ich konnte dazu beitragen, dass ihr die Kreuzung jetzt etwas besser versteht. Sollte ich irgendwas vergessen haben oder falls ihr irgendwelche Fragen haben solltet, vielleicht hat ja auch einer unter euch eine Kreuzung mit Zweispurabbiegen und Gegenverkehr gefunden. Dann meldet dich bitte, weil das würde ich gerne sehen. So Leute, ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Vergesst bitte nicht eine kurze Bewertung dazulassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut.